Hallo und herzlich willkommen zu diesem Bauvideo, in dem ich genau zeige, wie ich einen Schornstein selbst saniere. Es wird ein Edelstahlrohr eingezogen sowie eine Schornsteinverlängerung aufgesetzt und dabei wird natürlich auch gestemmt, gemauert, verfugt und verputzt. Das Vorgehen habe ich mit einem Schornsteinfeger abgesprochen. Zunächst war aufgefallen, dass die Schornsteinwand im Haus recht feucht war. Natürlich kann es bei Schornsteinen manchmal von oben reinregnen. Hier lag die Ursache jedoch darin, dass der Schornstein teilweise gar nicht verfugt war. So konnte jahrelang Feuchtigkeit ins Mauerwerk eindringen. Damit ist jetzt Schluss und ich habe mir Quickmix Fugenmörtel besorgt. Die Fugen noch anfeuchten und dann kann es losgehen. Hier unten ist das Regenwasser hinter das Blech gelaufen. Das alte Material lässt sich leicht auskratzen. Ich glaube, der Fugenmörtel ist nun zu nass, aber egal. Hauptsache, es wird nachher schön dicht. Jetzt fängt es an zu regnen und mit den Folien will ich verhindern, dass der Mörtel aus der Fuge spült. Hier unten ist es mir besonders wichtig, damit kein Regenwasser mehr hinter das Blech läuft. Nee. Die Fuge ist hier so eng, dass man das Material schlecht reinbekommt. Hier wurde schon mal verfugt, aber auch die Fehlstellen müssen alle zu. Und so kann es alles erstmal eine Nacht aushärten. Mit einem alten Schwamm lassen sich die Steine am nächsten Tag wunderbar säubern.
alte Schornsteinabdeckung aus Beton ist porös und zieht Feuchtigkeit, sieht aus, als wäre sie aus Magerbeton hergestellt worden. Die kommt komplett runter. Ich arbeite mich Stück für Stück vor, damit nichts unkontrolliert runterfällt. Das alte Steinzeugrohr müsste nun lose sein. Hier soll ja eine neue Schornsteinverlängerung aus Edelstahl drauf, also runter mit dem alten Ding. Ich will hier später Lüftungsgitter einbauen. Dazu schneide ich jetzt schon mal die Öffnungen vor. Dann kann man den Rest leicht rausstemmen. Jetzt geht es innen weiter und man sieht deutlich, dass der Schornstein mal feucht war. Hier habe ich die beiden Reinigungsöffnungen freigelegt. Auf der anderen Seite soll der Kaminofen hinkommen. Ich habe mich für den linken Zug entschieden, da dieser besser für den Anschluss an dem neuen Kaminofen in der Ecke liegt. Jetzt muss erstmal einiges weggestemmt werden, sodass hier die einwandigen Edelstahlteile reinpassen. Die neue Reinigungstür wird später wesentlich tiefer sitzen, also erstmal ordentlich Platz machen. Das passt schon von der Höhe und hier soll später der Abzweig durch die Wand auf die andere Seite gehen.
Hier mache ich jetzt Platz für das Ofenrohr-Wandfutter. Ich passe auf, dass nicht zu viel Schutt in die Hohlschicht fällt. Einige nutzen dafür einen Kernbohrer, aber bis ich den besorgt und eingerichtet habe, ist das hier ja dreimal fertig. Der Durchbruch für das Rohr ist nun erledigt, aber ich möchte die Hohlschicht zum Rohr hin abschließen. Dazu verwende ich einige Steine aus dem entstandenen Bauschutt. Die werden eingemörtelt, denn ich will vermeiden, dass später eventuell Rauchgas aus einer undichten Rohrverbindung in die Hohlschicht ziehen kann. Ich schließe die Hohlschicht also rundherum und verschmiere sie mit Mörtel. So, jetzt schauen wir uns die Rohre an. Hier haben wir das Doppelwandfutter. Dahinter ein 25 cm Längenelement, das Feuerungsanschluss T-Stück und unten die Prüföffnung mit Kasten. Passend dazu auch die Wartungstür. Auch aus Edelstahl, und da ist noch die weiße Schutzfolie drauf. Die Kondensatschale mit Ablauf darf natürlich nicht fehlen. Dann habe ich nach oben genug Längenelemente, so dass der gesamte Schornstein verrohrt werden kann. Am ersten Stück sind hier unten diese Haltelaschen, wo ein Band befestigt werden kann, um das Rohr kontrolliert ablassen zu können im Schornstein. Die Standardlängenelemente sind 1 Meter lang und ich hatte mir im Vorhinein die Schornsteinlänge ausgemessen. Alle Teile sind aus Edelstahl V4A gefertigt mit Durchmesser DN 150 mm und mit Materialdicke von 0,6 mm. Wichtig ist, dass die Materialien für Festbrennstoffe offiziell geeignet sind. Laut DOP-EG-Leistungserklärung, die bei der Bestellung beiliegt, handelt es sich um starre Abgasrohre und Verbindungsstücke aus nicht rostendem Stahl für Standardanwendungen nach europäischer Norm EN 1856-2. Kaufen kann man alle Teile einzeln oder als Sanierungsset, manchmal günstiger. Ich werde alle gezeigten Produkte unter dem Video verlinken. Nun schaue ich mal, ob die unteren Bauteile schon in den vorbereiteten Bereich passen. Sieht eigentlich schon mal ganz gut aus. Hier unten kommt noch die Kondensatschale dazu. Das Ganze sitzt aber noch ca. 6 cm zu tief. Ich nutze Mörtel, um ein kleines Podest zu erstellen, wo später der gesamte Schornstein sicher und auf richtiger Höhe aufliegen kann. Während das aushärtet, kümmere ich mich um die Längenelemente, denn mein Schornstein ist etwas zu schmal für die 15 cm Durchmesser. In Absprache mit dem Schornsteinfeger haben wir 15 cm als Durchmesser ausgewählt, denn das passt am besten zu dem Ofen, der hier installiert werden soll. Die Rohre lassen sich aber recht gut etwas oval drücken, damit sie später auch leicht in den Schornstein passen. Der Schornsteinquerschnitt ist nämlich nur 13,5 cm x 18 cm.
1 bis 2 Zentimeter kann man die Rohre auf diese Weise etwas oval hindrücken, damit man auch hier das Edelstahlrohr mit einem möglichst großen Durchmesser einbringen kann. Den Abfluss der Kondensatschale biege ich nach oben, sodass er leicht mit in die Wand passt. Es gibt, glaube ich, auch Kondensatschalen ohne Abfluss. Im Nachhinein würde ich die nehmen, denn die Säuberung erfolgt später mit einem Schwamm von innen durch die Tür. Jetzt sitzen die Teile an der richtigen Stelle und hier kommt von der anderen Seite dann nachher das Doppelwandfutter rein. Jetzt geht es wieder auf dem Dach weiter, denn ich möchte nun die Längenelemente von oben in den Schornstein einbringen. Hier mache ich mir eine Schnur dran, damit die Elemente nicht auseinanderfallen beim Herunterlassen. Bin mal gespannt, ob wir sie so leicht reinbekommen. Und der Schornstein scheint weiter unten noch etwas enger zu sein, sodass die Teile nicht von selbst herabgleiten. Ich muss dem Ganzen also etwas Nachdruck verleihen. Das geht aber wesentlich besser als gedacht und so brauche ich die Sicherungsschnur nun doch nicht. Ich habe mir Lederhandschuhe angezogen, denn die Kanten können recht scharf sein. Für das letzte Stück benutze ich ein Stück Holz und einen Hammer. Dabei muss man aber wirklich sehr vorsichtig sein, um die Kanten vom obersten Stück nicht zu verbiegen. Jetzt sieht man, dass die Rohre alle schön zusammensitzen. Für die Hinterlüftung der Rohre stelle ich die Lüftungsöffnungen her. Mit Hilfe eines Kunststoffrohrs forme ich eine runde Öffnung, damit später noch die Abdeckplatten flächig aufgemörtelt werden können. Beide Schornsteinzüge bekommen eine Belüftung, damit eventuell anfallende Feuchtigkeit später gut entweichen kann. Jetzt schneide ich mir eine Gehwegplatte passend zu. Diese Platten mit glatter Oberfläche sind aus Beton mit hoher Festigkeit hergestellt, was ein Eindringen von Feuchtigkeit weitestgehend vermeidet. Für das Aufsetzen der angepassten Platte nehme ich das letzte Rohrstück noch einmal aus dem Schornstein. Ich habe mich für diese 50 x 50 cm Gehwegplatten entschieden, da diese von der Größe ideal auf den Schornstein passen.
Auch die Fugen gut schließen, um auch hier Feuchtigkeit möglichst fernzuhalten. Ich denke, dies ist eine funktionale, langlebige Abdeckung, die eine kostengünstige Alternative zu beispielsweise Edelstahlabdeckungen darstellt. Während hier nun der Mörtel aushärtet, können wir unten weitermachen. Die große Öffnung muss noch wieder zugemauert werden. Dazu nutze ich Steinreste vom Bauschutt, da hier sowieso nur kleine Stücke passen. Im Anschluss kann auch schon eine Schicht Putz aufgetragen werden. Auf der gegenüberliegenden Seite passe ich das Doppelwandfutter ein. Es schaut noch etwas zu weit heraus, das bedeutet, ich muss ca. 3 cm abschneiden. Das Doppelwandfutter besitzt im Gegensatz zu den anderen Rohren aber keine Muffe, sodass es beliebig eingekürzt werden kann. Die Länge passt, also kann ich beginnen mit dem Vermörteln. Dieser Bereich kann später schon etwas warm werden durch die Rauchgase, aber normaler Zementmörtel reicht hier meiner Meinung nach völlig aus. Mit Rotbandflächenspachtel wird nun eine schöne glatte Wandfläche hergestellt, die später dann einfach gestrichen werden kann.
Das gleiche natürlich auch noch auf der Ofenseite. Das letzte Längenelement war dann doch etwas zu kurz und ich habe mir ein Meterstück nachbestellt, was ich mir nun auf die passende Länge zuschneiden will. Ich werde es auf 57 cm kürzen, hier darf man ruhig einen Zentimeter Luft lassen. Auf jeden Fall wieder mit den dicken Lederhandschuhen. Jetzt muss ich das Spitzende nur noch irgendwie in die Muffe kriegen. Hat geklappt. Das sieht gut aus und ein wichtiger Teil des Schornsteins ist nun erledigt. Es folgt jetzt der Aufbau einer Schornsteinverlängerung. Dazu habe ich hier dieses Übergangsstück, welches die einwandigen Rohre mit den doppelwandigen Verlängerungsteilen verbindet. Dieses soll von oben mit dem Schornstein fest verschraubt werden. Darüber wird dann diese Wartungsklappe verbaut, sodass der Schornstein von hier aus später gekehrt werden kann. Darauf kommen dann zwei 1 Meter Längenelemente sowie diese Regenabdeckhaube. Die isolierten, doppelwandigen Schornsteinrohre sorgen dafür, dass die Rauchgase innen nicht zu schnell abkühlen und weiter gut aufsteigen können und der gesamte Schornstein einen guten Zug entwickelt. Alle Teile haben ebenfalls Nenndurchmesser 150 mm und werden mit diesen breiten Schellen verbunden, die auch eine gewisse Statik in die Verlängerung bringen, sodass diese auch bei starken Winden problemlos standhält. Alles da, also können wir uns an den Aufbau machen. Erstmal muss natürlich das Übergangsstück installiert werden. Für das Einpassen des Übergangsstücks ist kein Muffenende nötig. Es passt also problemlos in das abgeschnittene Rohr. Ich richte das Bauteil aus und markiere mir die Bohrlöcher.
habe hier erstmal nur vorgebohrt, denn ich möchte diese 25 cm langen Edelstahl-Gewindestangen M10 einbringen und dafür werde ich jetzt noch etwas tiefer bohren mit einem 14 mm Mauerdurchbruchsbohrer. Ich nutze einen Kompressor, den ich mir extra aufs Dach geschleppt habe, um die Löcher von Bohrstaub so gut es geht zu befreien. Das ist sehr wichtig, denn ich möchte hier Injektionsmörtel verwenden, der bestmöglichen Kontakt zum Stein haben muss. Die Löcher sind nun fertig und ich kann die Mörtelinjektion vorbereiten. Dieser Injektionsmörtel ist zweikomponentig und härtet je nach Außentemperatur innerhalb von einigen Minuten aus, sodass man bei dieser Arbeit nicht trödeln darf. Genug drin. Ich will, dass die Löcher wirklich gut mit Mörtel gefüllt sind, sodass die Gewindestange eine möglichst hohe Festigkeit aufweist. Die Lochklinker verschlingen einiges an Mörtel, sodass man hier für die 4 Löcher schon mit einer ganzen Kartusche rechnen sollte. Die Muttern sorgen vorsichtshalber dafür, dass die Stangen nicht ganz ins Loch fallen können. Beim Einbringen drehe ich die Gewindestange etwas, sodass sich der Mörtel gut in das Gewinde eindrückt. Das kann trocknen, während wir hier diese Abdeckgitter auf unsere vorgefertigten Lüftungsöffnungen aufsetzen. Diese hier haben auch ein Insektengitter mit eingebaut, was ich wirklich gut finde, sodass sich hier nicht zu viel Ungeziefer einnisten kann in meinem Schornstein. Kannst du noch mal so ein bisschen von unten? Do you have? Der Injektionsmörtel härtet ziemlich schnell aus, sodass man zügig weiterarbeiten kann. Ich setze das Übergangsstück noch einmal auf und zeichne mir die Kanten nach. Das hilft dabei, dieses hitzebeständige Silikon an der richtigen Stelle aufzubringen, um den Übergangsbereich von Stein zu Edelstahl gegen Niederschlagsfeuchtigkeit abzudichten.
third already. Jetzt kann das Bauteil fest angeschraubt werden und dichtet gleichzeitig den Schornstein dauerhaft ab. So, das sieht doch gut aus. Anschließend können auch sofort die anderen Formteile aufgesetzt werden. Ich fange von ganz oben an, denn hier komme ich ja später schlecht dran. Die Schellen machen einen guten, stabilen Eindruck und sie lassen sich mit dem Akkuschrauber schön fest anziehen. Als erstes kommt das Wartungselement. Und jetzt setze ich das letzte Stück des Schornsteins auf. Die Wartungstür einsetzen und wir sind hier oben fertig. Das hat wirklich super geklappt mit dem Injektionsmörtel und auch mit dem Zusammenstecken der Elemente. Hier unten fehlt noch die Reinigungsklappe, die sich einfach im Beton festdübeln lässt. Ich habe ja noch etwas von dem hitzebeständigen Silikon, damit will ich dafür sorgen, dass hier auch keine Rauchgase in den Innenraum gelangen können.
Schutzfolie abziehen, Aufkleber anbringen und fertig. Die Sanierung und Verlängerung hat mir wirklich viel Spaß gemacht und ich hoffe euch auch. Mittlerweile habe ich auch einen Specksteinofen aufgebaut. Dazu erscheint natürlich ein Detailvideo auf meinem Kanal. Der neue Schornstein hat insbesondere durch die Verlängerung einen sehr guten Zug und funktioniert wirklich einwandfrei. Er wurde vor Inbetriebnahme anstandslos vom Schornsteinfeger abgenommen. Durch die Reinigungsöffnung lässt sich Ruß und Kondenswasser leicht entfernen. Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden und freue mich, wenn dieses Video möglichst vielen von euch hilft, einen eigenen Umbau oder eine Sanierung kostengünstig zu realisieren. Mein Ofen ist der neue wärmende Mittelpunkt, praktischerweise gleichzeitig für Küche und Wohnzimmer, denn hier habe ich einen Wanddurchbruch hergestellt. Auch davon habe ich ein Video für euch erstellt, welches ihr auf meinem Kanal findet. Ich wünsche euch nun viel Erfolg bei euren Projekten und freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Vielen Dank fürs Zuschauen, Liken und Abonnieren. Bis zum nächsten Mal bei Karls Detailbau.